Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und in diesem Video stellen wir euch die kommenden Neuerscheinungen von Kobi für den Monat November 2024 vor. Der November ist der inoffizielle Zugmonat bei Kobi. Gleich 4 Eisenbahnneuheiten feiern ihre Premiere. Doch starten wir zunächst mit der neuen Limited Edition. Der Vorverkauf für die Limited Edition startet am 4. November 2024. Es handelt sich um den Panzerkampfwagen 6 Tiger mit der Setnummer 3122. Er wird im Maßstab 1:35 aus 917 Teilen gebaut, 3 Minifiguren sind mit dabei. Neben dem Panzerkommandanten und dem Panzerfahrer ist auch ein Infanterist dabei. Letzterer ist mit einem langen Mantel bekleidet. Dieses Ausstattungsmerkmal ist neu bei Kobi. Die Figuren in der limitierten Auflage haben auch Drucke auf der Rückseite. Neben dem Panzer, der in Graphit und grau-weißen Steinen gebaut wird, sind außerdem 2 Schilder Bestandteil des Sets, ein Straßenschild nach Kursk sowie eine Minenwarnung. Es ist das erste Mal, dass Kobi den Panzer 6 Tiger in diesem Maßstab umsetzt. Die Limited Edition wird durch die beiden Neuheiten 3123 und 3124 ergänzt, die im Dezember ihre Premiere feiern sollen. Mehr zu dem Set der Limited Edition erfahrt ihr in unserer Eilmeldung, die ihr kurz vor Veröffentlichung des Vorverkaufs hier auf dem Steine-Kanal sehen könnt. Die nun folgenden Sets findet ihr natürlich auch zum Vorbestellen mit Rabatt gegenüber der UVP in unserem Onlineshop auf trendgames.de. Insgesamt 5 Sets wurden aus dem Oktober in den November verschoben. Der Monat beginnt mit einem Nachrücker aus dem Oktober, dem Panzerkampfwagen 2 Ausführung F mit der Setnummer 2597. Er ist für den 6. November 2024 geplant. Der Panzer wird im Maßstab 1:28 aus 813 Teilen gebaut. Eine Minifigur ist ebenfalls dabei. Kobi gibt eine UVP von 79,99 € an. Es handelt sich um die Standardvariante des Panzers 2. Mit der Setnummer 2596 erhaltet ihr die limitierte Version. Zur Executive Edition kommen wir etwas später in diesem Video. Beide Compiègne-Waggon-Varianten sind für den 7. November 2024 angekündigt. Sie werden beide im Maßstab 1:35 gebaut und haben eine UVP von jeweils 189,99 €. Compiègne-Waggon vom 11. November 1918. Der Wagen von Compiègne mit der Setnummer 6291 aus der Great War-Reihe besteht aus 1945 Teilen. Die beiden Minifiguren des deutschen Staatssekretärs Matthias Erzberger und des französischen Generalfeldmarschalls Ferdinand Foch sind enthalten. Diese hatten den ersten Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet, der schließlich den Ersten Weltkrieg beendete. Compiègne-Waggon vom 22. Juni 1940. Die zweite Version mit der Setnummer 6289 erscheint im Rahmen der World War II-Reihe und wird aus 2001 Teilen gebaut. Im historischen Original wurde der Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 unterschrieben. In dem Set sind als Minifiguren die beiden Unterzeichner, der General Wilhelm Keitel und Charles Hunziker dabei. Die in den ersten Ankündigungen enthaltene Soldatenfigur ist nicht mehr Bestandteil des Sets. Die Waggons werden über ein detailliertes Innenleben verfügen. Da die Dachabdeckungen mit jeweils nur 2 Noppen pro Seite mit dem Abteil verbunden sind, lassen sie sich leicht abnehmen. Des Weiteren gibt es funktionale Türen. Beide Wagen werden außerdem einen Gleisabschnitt beinhalten. Die Waggons können mit den bereits vorhandenen Lokomotiven und Waggons verbunden werden. Einen umfassenden Überblick aller bisher bei Kobi erschienenen Sets zum Thema Eisenbahn könnt ihr auf unserem Blog nachlesen. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Alle 4 nun folgenden Sets sind Nachrücker aus dem Oktober. Für den 12. November ist nun die Executive Edition des Panzers 2 des Sonderkraft-Set 124 Wespe mit der Setnummer 2598 angesetzt. Der Panzer wird im Maßstab 1:28 aus 860 Teilen gebaut, 3 Minifiguren sind ebenfalls dabei.
Es kostet 89,99 € in der unverbindlichen Preisempfehlung. 3 Tage später, am 15. November 2024, erscheint der Panavia Tornado IDS mit der Setnummer 5894. Das Flugzeug der italienischen Luftwaffe wird im Maßstab 1:48 aus 483 Teilen gebaut. 2 Minifiguren ergänzen das Set. Es kostet 49,99 € in der UVP. Für den 17.11. ist die Fiat G55 Centauro angesetzt. Die Neuauflage des Flugzeugs wird im Maßstab 1:48 aus 192 Teilen gebaut und hat einen Listenpreis von 24,99 €. Zuletzt soll nun am 18.11. der FSO 125P Kombi seine Premiere feiern. Das Auto mit der Setnummer 24603 wird im Maßstab 1:35 aus 90 Teilen gebaut. Kobi gibt hier eine UVP von 14,99 € an. Ebenfalls am 18. November soll die F-35B Stoughville Lightning II mit der Setnummer 5895 erscheinen. Die Lightning II ist keine Unbekannte bei Kobi. Mit der F-35B Stoughville zieht nun die Italian Air Force bei Kobi ins F-35-Sortiment ein. Das Modell mit der Lockheed Martin-Lizenz wird im Maßstab 1:48 aus 610 Teilen gebaut. Eine Minifigur ist ebenfalls Bestandteil des Sets. Kobi gibt hier eine UVP von 59,99 € für das Set an. Die anderen F-35-Versionen von Kobi sind folgende: die 5829, 5830, 5831 und die 5832. Nach der Dampflok der Baureihe 52, die 2023 in 4 Versionen und 2024 in einer Neuauflage erschienen war, folgt nun mit der Baureihe 03 ein neuer Loktyp bei Kobi. Die Standardvariante der Lok hat die Setnummer 6288 und erscheint am 18.11.2024. Sie wird aus 2560 Teilen gebaut, eine Minifigur ist ebenfalls dabei. Keinen konkreten Erscheinungstermin im November hat die Executive Edition der Lok, die Steam Locomotive DRBR-03 and Water Crane, die aus 2720 Teilen besteht. Wie üblich ist die Executive Edition etwas umfangreicher und enthält neben der eigentlichen Lok sowie dem Tender auch 3 Minifiguren, einen Gleisabschnitt sowie einen Wasserkran. Bei der dargestellten Lok handelt es sich um die Zugnummer 03273, die 1946 an die Polen übergeben wurde. Es ist vorstellbar, dass Kobi aus der Executive Edition ein 2-in-1-Set macht und dieses mit polnischen und deutschen Prints versieht. Vermutlich wird dieses Set gegen Ende November erscheinen. Beide Sets, also die Standard Edition und auch die Executive Edition, haben die gleiche UVP von 199,99 €. Der November wird abgeschlossen durch den KTU Rosomark mit der Setnummer 2629. Er soll am 25. November veröffentlicht werden. Er wird im Maßstab 1:35 aus 665 Teilen gebaut. Es handelt sich um ein 2-in-1-Set. Der Panzer kann entweder mit polnischer oder ukrainischer Flagge ausgestattet werden. KTO Rosomark steht für Kulowy Transporter Popanzerowany Rosomark und bedeutet wörtlich übersetzt gepanzerter Mannschaftstransportwagen Vielfraß. Das Mehrzweck-Militärfahrzeug kam bei dem Krieg in Afghanistan zum Einsatz. Daneben erhielt die ukrainische Armee im Jahr 2023 200 KTO-Fahrzeuge. Es handelt sich um ein Remake des älteren Sets 2616 aus dem Jahr 2019. Es kostet 49,99 € in der unverbindlichen Preisempfehlung. Ausblick Dezember. Dank des neuen europäischen Katalogs 2024 Nummer 4 erwarten uns im Dezember zahlreiche Neuheiten wie die HMHS Britannic oder die Titanic im Maßstab 1:700. Daneben sollen auch die 4 Ramsets sowie die beiden Panzer VI Tiger im Maßstab 1:35 im Dezember ihre Premiere feiern. Mehr zu den Neuheiten des neuen Katalogs, ein Update zum geplanten Kobi GWP und anderen News seht ihr demnächst hier auf dem Steine-Kanal. Also hinterlasst ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Und dann haben wir noch ein altes und ein neues Giveaway für euch. In unserem Video zu den monatlichen Neuheiten für den Monat Oktober hattet ihr die Möglichkeit, den japanischen Panzer Hago mit der Setnummer 3115 zu gewinnen. Und gewonnen hat Doc Charles 3557. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibe mir noch eine E-Mail an info@steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und mit diesem Video habt ihr die Möglichkeit,
passend zum Zugmonat im November, den schweren Plattformwagen SSYS mit der Setnummer 6284 zu gewinnen. Um teilzunehmen, hinterlasst einen Kommentar mit dem Wort Eisenbahn. Der Gewinner wird dann aus allen veröffentlichten Kommentaren mit dem Wort Eisenbahn gezogen. Teilnahmeschluss ist der 15. November 2024. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Kobi-Sets findet ihr natürlich auch bei uns im Onlineshop auf trendgames.de. In den nächsten Tagen treffen zum Beispiel die Imperium Romanum Sets bei uns ein. Ebenfalls aktuell sind auch die neuen Weihnachtssets von Kobi. Außerdem haben wir dort aktuell einige Angebote für euch. Also schaut gerne mal rein, wir freuen uns auf euch. So, und auf welches Set freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und an dieser Stelle habe ich wie immer noch 2 Videoempfehlungen für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.